Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal wird es ein bisschen anschaulicher. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir heute drei Themen. Erstmal, wie addieren wir zwei Vektoren miteinander? Und wie geht es auch rechnerisch, aber erstmal anschaulich. Ja, da fangen wir doch gleich mal an mit Zeichen. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ich habe hier nur ganz wenige Werkzeuge leider zur Verfügung. Ich kein so professionelles Programm habe. Also nehmen wir an, hier ist der erste Punkt, hier der zweite und hier der dritte. So, Vektor A geht von hier nach hier und man stellt die Dinger auch irgendwie beim Zeichnen so dar, als wären es Pfeile. Also bitte erkennt, dass das hier ein Pfeil ist. Das ist Vektor A. Moment. Ich schreibe jetzt einfach mal nur A dran, dass wir es uns merken können einigermaßen. Oh, je, je. Ähm, Vektor B. Also ihr seht, warum ich mich drum drücken wollte. So toll ist es nicht. Das ist Vektor B. So, wenn ich jetzt a plus b mache, bedeutet das nichts anderes, wie ich fahre erst den Vektor a ab und danach fahre ich den Vektor b ab. Das heißt, ich lande schlussendlich, auch wenn es das Wort nicht gibt, schließlich hier. Das heißt, Vektor a plus Vektor b ist dasselbe wie dieser Vektor hier. Das schreibe ich gerade mal hin. A plus b. So. Und das ist eigentlich auch schon das Anschauliche, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, wir haben hier gerade ein Dreieck erstellt, was eigentlich nicht meine Absicht war, aber es sieht immer so aus. Also Vektor A ist der hier, Vektor B ist der hier. Wenn ich die beiden addiere, dann gehe ich erst nach da, dann nach da. Und da die Dinger nur Richtung angeben, kann ich auch einfach gleich nach da gehen. Entschuldigt bitte, ich bin leicht erkältet. Ja, rechnerisch sieht es dann wie folgt aus. Vektor A plus B ist gleich ähm, A1 theoretisch. Wie funktioniert denn das hier? Ach, da muss ich das so machen, ne? Also A1, ups, nicht AA, sondern A1. Hier unten A2. Nein, auch nicht 12. A2 plus, also wenn wir gerade im zweidimensionalen sind, im dreidimensionalen gibt es noch eine Ebene mehr, da könnt ihr euch dann austoben. B1 plus B2. Was dann am Schluss einfach zu einer komplett neuen Koordinate wird. Also sagen wir haben hier 1, hier haben wir 2, dann kommt am Schluss 3 raus. Und hier haben wir 2, und hier haben wir 4, da kommt am Schluss 6 raus. Ja, das war's auch schon, was die Addition angeht. Als weiteres gilt da das Kommutativgesetz. Also es kommt dasselbe raus, wenn ich jetzt a plus b mache oder b plus a. Hä, wieso das? Zeige ich euch. Wenn ich jetzt b plus a mache, es gibt ja immer nur die Richtung an. Das heißt, ich kann den Vektor hier, also diesen Pfeil, den hübschen, kann ich einfach versuchen hierher zu machen. Also ich fange ja hier bei diesem Punkt an. Ich habe immer einen Ausgangspunkt. In dem Fall ist es der hier, weil ich zuerst vorhin A gegangen bin und danach B. Jetzt gehe ich zuerst B und da B nur die Richtung angibt, bin ich dann hier unten. Das ist derselbe Pfeil, soll jedenfalls derselbe Pfeil sein, wie der hier oben, nur verschoben. Und danach gehe ich von diesem Punkt, wo ich rausgekommen bin, nein, das ist die Pfeilspitze, da gehe ich, ach komm schon, von diesem Punkt hier, wo ich rausgekommen bin, nach da oben. Und das hier soll derselbe Pfeil wie A sein. Ich schreibe das gerade nochmal kurz hin. B, A. So, also, der Vektor gibt immer nur die Richtung an und ich fange hier an diesem Punkt an. Dann gehe ich, statt nach oben zu gehen in Richtung A und danach in Richtung B,
gehe ich zuerst in Richtung B und danach in Richtung A. Und ihr seht, wir haben jetzt eigentlich gerade dieses Dreieck von hier oben gespiegelt nach da unten. Ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Trick dabei. Im Prinzip kann ich auch einfach gleich A plus B gehen, ist der schnellste Weg, nämlich die Diagonale von diesem ganzen Raute, ist es glaube ich. Ja, das heißt, es ist egal, ob ich A plus B mache oder B plus A. Rechnerisch ist es noch viel einfacher. Es ist wurscht, ob ich hier oben B1 plus A1 rechne, also in unserem vorigen Fall 2 plus 1 oder 1 plus 2. Da kommt ja beides mal 3 raus. Und da unten, ob ich 4 plus 2 oder 2 plus 4 rechne, ist auch wurscht, kommt beides mal 6 raus. Also rechnerisch, ihr seht, ist eigentlich wurscht. So, jetzt mache ich das hier gerade nochmal kurz weg, dass wir auch hier einen Überblick behalten. Was war das nächste Thema? Ach ja, BQ ist gleich minus QP. Den brauchen wir noch. So. Also, das hier ist Vektor A. Das da unten ist der Punkt P und das da oben ist der Punkt Q. So. Ich gehe von P nach Q und habe plus A. Also ich gebe hier die Richtung an, plus A. Also in die Richtung A. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, gehe ich ja nicht in Richtung A, weil dann wäre ich ja hier, dann wäre ich ja außerhalb vom Bildschirm schon wieder. Also noch weiter in diese Richtung, was ihr schon gar nicht mehr erkennen könnt hier. Ich gehe ja gerade wieder zurück, wenn ich von Q nach P will. So, und da gehe ich ja nicht in Richtung A, sondern in Richtung minus A. Das ist jetzt mal anschaulich erklärt. Rechnerisch sieht es wie folgt aus. Auch nichts besonders Spannendes eigentlich. Nehmen wir an, wir haben. Ich kopiere das mal, da muss ich es nicht raussuchen. 1, 2. Ja, okay. Das ist dann halt die Koordinaten von Q. Minus 2. Ups, nicht 32, 3. Das wäre dann jetzt PQ, also die hier vorne sind die Koordinaten von Q. Ihr erinnert euch zuerst der hier, dann der vordere. Das sind die Koordinaten von P. Und das bedeutet, ich gehe hier minus 1, minus 1. Also, gerade andersrum. Also, ja. Und wenn ich das Ganze negativ mache, habe ich 1, 1. Dann gehe ich gerade in die andere Richtung, nämlich nach oben wieder. Also die beiden Punkte sind hier gerade praktisch vertauscht, weil ich zu blöd war, die Rechnung richtig schön aufzustellen. Ja, ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Also einfach gerade umdrehen in dem Fall. Macht ja auch Sinn. Ich wähle zurück und zurück ist ja immer gerade eigentlich negativ. Ist ja eindimensional genau dasselbe. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ist ein bisschen länger geworden, nehme ich an. Macht aber nichts. Und das nächste Mal machen wir dann noch ein paar handfeste Sachen, wie S-Multiplikation, Skalarmultiplikation oder sowas. Mal schauen. Ja, bis dann. Ciao.